Lebensziele waren, ich wollte, wo ich Jugendlicher war, zur Bundeswehr, bin dann zu den Kampfschwimmern. Zur damaligen Zeitpunkt haben wir mit 50 Leuten angefangen und nach 1,5 Jahren standen wir dann zu zweit da. Mein gesamtes Leben lang mache ich eigentlich Sport und versuche mich eigentlich immer selber zu jagen und versuche in jeder Sache immer besser zu werden. Vom Kind auf, Sport hat mir eigentlich so die Verfüllung gegeben, wo ich meine Anerkennung bekommen habe, wo ich gemerkt habe, oh, ich bin im Sport so gut. Da haben dann die Leute zu mir geschaut oder ich war halt der Schnellste oder war gut im Laufen. Und das hat mir gefallen und war angenehm für mich. Irgendwann bin ich dann beim Triathlon gelandet und dann auch bis zum Ironman. Und so eine Ironman-Distanz sind die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Rad und 42 Kilometer Laufen, also noch ein Marathon hinten drauf. Und jetzt, wo ich hier sitze, habe ich insgesamt 7 Ironmans in meinem Leben gemacht und dann noch mehrere Marathons. Und das sind nur die langen Wettkämpfe, die ich hinter mir habe. Im Sport geht es darum zu gewinnen, aber was mir gefallen hat, dieses Kämpfen, dieses mich überwinden, noch mehr, noch härter, das war so der Reiz, was mir gefallen hat. Lebensziele waren, ich wollte, wo ich Jugendlicher war, zur Bundeswehr und wollte dann, als ich einige Jahre schon drin war, wollte ich zu Spezialeinheiten und bin dann zu den Kampfschwimmern. Ja, und war dort über 15 Jahre dabei. Zur damaligen Zeitpunkt haben wir mit 50 Leuten angefangen und nach 1,5 Jahren standen wir dann zu zweit da. Und in der Zeit habe ich das Austauschprogramm kennengelernt mit den SEAL-Teams. Und als ich davon gehört habe, wollte ich dort unbedingt hin. Was war mir alles egal. Im Jahr 2007 bin ich in die USA gewechselt und habe dort das Austauschprogramm mit der US Navy gemacht. Und es gab halt so einen Lehrgang, den ich nebenbei unbedingt machen wollte. Das war der Sniper-Lehrgang der SEALs. Und als ich den dann auch geschafft hatte oder hinter mir hatte, war ich an den Punkt gelangt, wo ich so leer war, weil ich dachte, das, was ich immer machen wollte, und jetzt habe ich es. Ja, ich war dann so platt, dass ich eigentlich nicht mal dabei bleiben konnte. Ja. Irgendwie habe ich so viel oder auch der Wunsch, das geschafft zu haben, war so schön, aber danach kam die Leere und okay, das war mein Ziel, jetzt habe ich das so alles erreicht und war eigentlich so todunglücklich und saß wirklich so ein Loch, wo ich ich bin eigentlich nicht rausgekommen. Und dann saß ich da alleine in der USA mit dem, was ich glaubte, immer gewollt zu haben und wollte es nicht mehr. Aber dann habe ich zum Glück meine jetzige Frau kennengelernt und sie ist immer in eine Gemeinde gegangen, immer Wochenende. Und 2008 bin ich eigentlich dann mit ihr, hat sie mich eingeladen, zum ersten Mal in eine Gemeinde. Was mich damals so fasziniert hat, dass Menschen so frei über ihre Schwächen gesprochen und das war so eine Erleichterung, dieses, wow, ich muss nicht immer hart sein, ich muss nicht stark sein und ich kann auch schwach sein. Und für mich war das so ein neues Konzept, das war so attraktiv, dass ich mehr davon erfahren wollte. Jeder von uns hat dieses Leere, dieses schwarze Loch, was wir versuchen mit irgendwas zu füllen. Und bei mir war es Sport, Härte, Kampfschwimmer, noch mehr und mich immer beweisen wollen, dass sich das damit gefüllt hat. Aber jetzt weiß ich, dieses Loch kann nur Gott füllen und dieses Konzept war so neu, dass ich das wollte. Und dann habe ich Gottes Stimme gehört. Die sagte,
alles, was du bisher in deinem Leben getan hast, war für deine eigene Verherrlichung. Ich will, dass du jetzt für mich arbeitest. Jetzt leite ich eine christliche Organisation und wir helfen Menschen weltweit, was ich vielleicht glaubte, oh, das kriege ich mit der Bundeswehr, vielleicht dieses, oh, ich kann ja noch was Gutes tun und ja, jetzt bin ich selber verantwortlich. Wir haben ein tolles Team und dass ich dort die Erfüllung finde, wo ich eigentlich jahrelang oder mein Leben lang gestrebt habe. In so einer Arbeit, da hätte ich natürlich nie nachgeschaut und Gott öffnet und schließt Türen, die kann nur er und man muss nur selber aus dem Weg gehen. Früher war eigentlich für mich wichtig, wie stehe ich da, wie komme ich auch an oder wie werde ich gesehen und was macht der Sport, wie gut bin ich, wo kann ich mich verbessern. Und das ist alles so nebensächlich. Ja. Jetzt ist viel wichtiger, wie sieht mich Gott und was bin ich für ein Vater für meine Kinder, was bin ich für ein Ehemann zu meiner Frau. Und da will ich besser werden und eigentlich sehe ich meine Hauptaufgabe. Der Sinn des Lebens und ein erfülltes Herz sind nicht in weltlichen Erfolgen zu finden, sondern nur in Jesus Christus. Was für ein schönes Zeugnis! Doch du wirst nicht glauben, was Gott im Leben von Nadja getan hat, die nach ihrer Abtreibung mit Selbstmordgedanken zu kämpfen hatte. Schau selbst.